In diesem Tutorial zeige ich, wie man mit wenigen Zeilen Code ein einfaches Python-Modul schreiben kann. Dabei möchte ich eine Möglichkeit bieten, ein geladenes Volume aus Slicer auszuwählen und über einen Knopf in einem Textfeld den entsprechenden Pfad der Datei ausgeben lassen. Beginnen wir mit der neuen Python-Datei, die im Ordner unserer Module angelegt werden muss. Es ist wichtig, dass der Klassenname der Python-Datei denselben Namen trägt wie die Datei selber. Auch die zweite Klasse muss diesen Namen tragen, aber mit der Endung Widget. Schauen wir uns nun die Informationsattribute an. Wir können den Namen unseres Moduls in Slicer 3D einstellen. Dieser muss nicht den Namen der Datei tragen. Auch eine neue Kategorie, in welcher das Modul angelegt wird, lässt sich hier einrichten. Falls wir auf eine Arbeit aus der Community aufbauen, sollten wir entsprechend die Nennungen der beteiligten Entwickler lassen und nur unseren hinzufügen. Für diesen Test ändere ich einfach den Listeneintrag auf Someone. Auch eine kurze Erklärung sollte für unser Modul nicht fehlen. In diesem Beispiel sind die Bibliotheken VTK, Qt, CTK und Slicer geladen. VTK wird hier nicht benötigt, aber es stört auch nicht weiter. Die anderen Bibliotheken benötige ich, um die notwendigen Funktionen laden und einbauen zu können. Fangen wir nun mit der Benutzeroberfläche an. Diese wird in der Methode Setup geschrieben und ich beginne mit einem Collapsible Button aus CTK. Dieser ermöglicht es mir, ein aufklappbares Menü zu erzeugen, in welchem ich meine weiteren Elemente einfügen und notfalls ausblenden kann. Da der Collapsible Button mein erstes grafisches Element ist, muss ich diesen an mein Root Layout des Moduls binden, mittels Add Widget. Da ich nun mit dem Collapsible Button einen neuen Unterbereich definiert habe, gebe ich auch diesem erstmal ein neues Layout-Objekt aus Qt. An dieses Layout kann ich dann weitere Elemente binden und gegebenenfalls Einstellungen zur Anordnung vornehmen. Jetzt definiere ich mir ein QFrame-Objekt, also einen kleinen Unterbereich, der sich ähnlich wie ein Layout verhält, allerdings zum besseren Sammeln von Elementen verwendet werden kann. Für diesen Frame setze ich das Layout auf horizontal. Vertikal wäre ebenfalls möglich. Das Frame binde ich nun an mein zuvor geschaffenes eigenes Layout, welches selbst am Collapsible Button hängt und dieser wiederum am Root Layout des gesamten Moduls. Jetzt erzeuge ich noch ein kleines Label, also eine einfache Beschriftung zum besseren Verständnis meiner Bedienelemente. Dieses binde ich natürlich auch wieder an mein Frame. Da ich mein Label nun schon hinzugefügt habe und, Labels sehr selten nachträglich verändert werden müssen im Skript, kann ich die Variable einfach überschreiben und füge hier eine MRML-Combo-Box von Slicer ein. Dieser muss ich noch mitteilen, welche Typen von Nodes sie denn darstellen soll. Und ich schränke das Erzeugen neuer Volumes oder Entfernen bestehender Volumes durch den Benutzer ein. Damit unsere Combo-Box die geladenen Volumes in Slicer erkennt, muss ich die entsprechende aktive Szene zuweisen. Mehr dazu in meinem ersten Video über den Aufbau von Slicer und die Nodes. Zuletzt muss auch diese Combo-Box wieder dem Frame hinzugefügt werden.
Jetzt füge ich noch einen Button von Qt ein. Dieser soll einen Tooltip besitzen und ich muss das korrekte Signal einstellen. Signale werden als String-Parameter übergeben und verknüpfen das entsprechende Signal mit einem Funktionsaufruf aus dem Skript. Für die Signale sollte man immer einen Blick in die zugehörige Online-Dokumentation der Klasse werfen. Auch der Button muss wieder an das Frame gebunden werden. Warum habe ich an dieser Stelle den Button nicht mittels Self definiert? Nun, wenn ich eine Variable mit Self definiere, mache ich aus ihr eine globale Klassenvariable. Das heißt, ich kann aus anderen Funktionen auf diese Variable zugreifen. Das macht für unsere Node-Combo-Box oder das Textfeld Sinn, nicht aber für unseren Button. Also brauche ich es auch nicht. Es fehlt nur noch unser Textfeld. Dieses möchte ich nicht vom Benutzer beschreiben lassen, was ich durch entsprechende Setter einstellen kann. Auch das Textfeld muss wieder an das Frame gebunden werden. Was haben wir jetzt eigentlich aufgebaut? Wir haben einen Collapsible Button eingebaut, der direkt am Root Layout hängt. Diesem gaben wir ein neues Layout. So können wir einfach weitere Frames organisieren. Das Frame, das wir erzeugt haben, verwaltet nun alle grafischen Elemente in einer horizontalen Anordnung. Kommen wir zu der Funktion, welche die Befehle ausführt, die der Benutzer nach Drücken unseres Buttons erwartet. Diese Funktion muss natürlich denselben Namen tragen wie in der Verknüpfung mit dem Signal des Buttons, damit das Auslösen dieses Signals einen Funktionsaufruf zur Folge hat. Was nun passiert, ist recht einfach und habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Ich greife auf meine Node-Combo-Box von Slicer zu und möchte das aktuelle Volume als Node erhalten. Von diesem wiederum nehme ich mir den Storage Node, da dieser den Pfad zur Datei beinhaltet. Diesen lese ich im nächsten Schritt aus und füge ihn als Inhalt in mein Textfeld ein. Jetzt wollen wir unser Modul ausprobieren. Dazu starten wir nun Slicer 3D. Bei jedem Start von Slicer werden neue oder veränderte Python-Module neu kompiliert und eine entsprechende Datei wird erzeugt und in eurem Module-Ordner abgelegt. Wie wir sehen, wurde eine neue Kategorie angelegt, in welcher sich unser Modul befindet und auswählen lässt. In diesem Beispiel hat sich offenbar ein Fehler eingeschlichen. Unser Collapsible-Button ist zwar da, aber es fehlen die Elemente, und zwar alle. Da liegt es nahe, dass ein Fehler mit dem Frame vorliegt. Um Errormeldungen zu prüfen, können wir den Python Interactor starten und bekommen genau gesagt, was in unserem Skript schiefgelaufen ist. In diesem Fall habe ich aus Versehen statt FormFrame eine Variable namens InputFrame verwendet, die ich nie zuvor deklariert hatte. Kurzerhand lässt sich das im Code ändern und erfordert dann wieder einen Neustart von Slicer. Jetzt scheint alles zu funktionieren. Noch zeigt mir meine Node-Combo-Box keine Volumes an, weil keine geladen sind. Also schnell die Testdatei aus dem HelloPython-Paket geladen und checken, ob alles funktioniert, wie es soll.